Aber jetzt regnet es halt. Echt seltsam, am gleichen Punkt zu starten, wo wir in 10 bis 14, 15 Tage auch wieder rauskommen. Und jetzt so zum Reinkommen laufen wir jetzt aber mal 5,5 Kilometer bis zur ersten Unterkunft. Mal gucken, wie die wird. Wir wissen noch gar nicht wo, aber wird schon. Richtig verstanden. Diese Wanderung ist eine Premiere für uns. Und ich meine nicht, dass wir nur mit 5 Kilometer und sehr gemütlich starten. Wir sind auf einer Runde unterwegs. Kein festes Ziel, nicht in unseren Alpen, kein Zelt dabei, der Genuss im Vordergrund. Ein ganz normaler Urlaub. Das war zumindest unser Plan. Wir sind Lena und Alex auf den Peaks of the Balkan. Aber von vorne. Wir starten unsere Reise in Peja im Kosovo, einem kleinen Land mitten im Balkan. Ein Land, welches alles andere als klassisches Urlaubsziel gilt und dessen Grenzen auf den Karten nur mit gestrichelten Linien dargestellt werden. Genau gesagt sind wir zunächst in die Hauptstadt nach Pristina geflogen. Vom Flughafen mit einem Taxi zur nächstgelegenen Autobahn, wo wir den nächsten Bus nach Peja abgepasst haben. Für uns auch relativ ungewöhnlich. Wir werden in einem fremden Land auf Deutsch angesprochen. Die Leute unglaublich interessiert an uns und stolz, dass wir in ihrer Heimat Urlaub machen wollen. Gerade einmal 2 Stunden waren wir also an unserem Ziel und Beginn unseres nächsten Abenteuers angekommen. Peja ist herrlich gelegen am Rande der albanischen Alpen. Die letzte Stadt vor der sehr bekannten Rugova-Schlucht. Man irrt sich, wenn man denkt, dass hier seit dem Kosovo-Krieg nichts mehr los ist. Zumindest jetzt im Sommer sind die Straßen voll und es gibt an jeder Ecke was zu sehen. Ja, es sieht zwar alles etwas heruntergekommen aus, aber die Stadt bietet so viel Charme, dass wir uns auf Anhieb wohlfühlen. Am Abend lassen wir uns in einer der vielen Kebab-Terias verwöhnen und gehen früh ins Bett. Noch keinen Meter gelaufen und Lena ist schon zu warm und zieht ihr Oberteil aus. Es geht ja gut los. Wir haben die Nacht in einem Hostel verbracht. Zum Frühstück gibt's gratis Reisetipps von anderen Wanderern, die ihn schon hinter sich gebracht haben. Den Peaks of the Balkan. Von ihnen haben wir auch erfahren, dass es am einfachsten ist, per Anhalter in die Rugova-Schlucht zu fahren. Der Weg bis zum Einstieg in unseren Fernwanderweg ist viel befahren und deswegen nicht ganz ungefährlich für Fußgänger. Bereits der erste Kosovo-Albaner, dem wir unsere Daumen zeigen, hält an und erzählt uns von seiner Zeit in der Schweiz. Immer nur arbeiten, eine Woche. Eine harte Zeit, in der er aber viel Geld für seine Familie und ein gutes Leben in seiner Heimat verdient hat. Wir können seinen Erzählungen nur schwer folgen und das liegt nicht an seinem etwas eingerosteten Deutsch, das war erstaunlich gut. Die 20-Minuten-Fahrt durch die Schlucht ist einfach schon sehr spektakulär und der Fahrweg sehr abenteuerlich. Wir versuchen alle Eindrücke zu genießen und sind einfach nur dankbar und glücklich, dieses nächste Abenteuer erleben zu dürfen. Wir sind also ein paar Kilometer vor unserem heutigen Ziel ausgestiegen, um unsere ersten Meter anzugehen. Perfekt, um reinzukommen und genügend Zeit in Ruhe in unserem gemütlichen, rustikalen Zimmer zu verbringen, bis die erste Reisegruppe mit einem Bus ankommt und sich die Hälfte erst einmal übergeben muss. Das haben wir im Hostel in Peja nämlich auch schon erfahren. Rund um Dobadol, das liegt doch einige Tage vor uns, werden viele Wanderer krank. Wir versuchen, soweit es geht, das Abendessen zu genießen und halten Abstand.
Da oben ist der Weg. Wir sind jetzt heute Morgen relativ zügig aufgebrochen aus unserer Unterkunft. Ein anderer Wanderer war da und eine größere Gruppe. Weiter war gefühlt die Hälfte krank. Nicht nur gefühlt. Ja, haben wir heute Nacht gehört. Und zwar nicht nur das Gebell vom Hund. Da wir dann gehört haben, dass die um 8 aufbrechen, haben wir geguckt, dass wir wenigstens vor denen noch aufbrechen, dass wir die Natur für uns alleine haben. Fluch und Segen zugleich, denn Ohne unsere Wander-Apps hätten wir jetzt schon ein paar Probleme gehabt. Das ist nicht immer ausgeschildert und auf der App, auf der Karte, kann man sich immer orientieren, in welche Richtung es denn ungefähr gehen muss. Wir benutzen diesmal auf dem Handy wieder Komoot, weil das schön anzeigt, wie lang wir noch laufen. Und auf meiner Apple Watch benutze ich Work Outdoors. Die einzige App, die ich gefunden habe, die eine richtig schöne Karte eben zur Orientierung zeigt. und da sind wir wieder, hechelnd und schwitzend an einem steilen Hang. Aber diese Fernwanderung wird etwas anders sein. Und das liegt nicht an unseren diesmal endlich wieder leicht gepackten Rucksäcken. Wir haben uns nämlich vorgenommen, die gesamte Reise so zu gestalten, dass wir sie in vollen Zügen genießen können. Kein Zelt aufstellen, kein Kochen und Schlafen in den gemütlichen Betten der Hütten. Doch gleich am ersten Tag hätten wir gerade deswegen unsere Route anders gestalten sollen. Wir hätten nach unserer ersten Pause den Heiler besteigen sollen, einen 2400 Meter hohen Berg. Denn der schönste Teil des heutigen Tages haben wir jetzt schon hinter uns. Und versteht mich nicht falsch, die restlichen 13 Kilometer ab Drelai waren nicht hässlich. Aber könnten wir es uns im Nachhinein aussuchen, hätten wir eben lieber den Heiler bestiegen und ab Drelai bis Gurikuk ein Taxi genommen. Dann wäre der heutige Wandertag jetzt zu Ende. Stattdessen geht's auf der Straße weiter. Schon jetzt echt ein bisschen gewöhnungsbedürftig, hier auf Asphalt zu laufen. Auch wenn die Natur um uns herum schön ist. Aber und ich glaube, wenn uns jetzt einer auffordern würde, hinter der LKW zu springen, wir wären nicht abgeneigt. Aber noch kam kein Auto. Also allerspätestens jetzt wäre man ohne GPS-App komplett verloren. Hier geht so krass steil runter. Man sieht ein bisschen, dass ausgetreten ist. Aber wenn man jetzt nicht sicher wäre, würde man hier nie im Leben runter. Ich bin noch nie so einen Weg gelaufen. Du? Ich glaube, unser Hund hier auch nicht. Ja, stimmt. Wir haben übrigens einen Begleiter seit ein paar Kilometern. Ein Hund aus der Rekaloksch-Unterkunft. Hoffentlich nicht der, der uns wach gehalten hat. Wie ihr seht, es hätte einige Gründe heute gegeben, schlechte Laune zu schieben. Doch wir nehmen es, wie es ist und ziehen durch. Auch als wir am heutigen Ziel ankommen und nicht gleich eine Unterkunft finden, bleiben wir ruhig und gelassen und bekommen im Telequini das allerletzte freie Zimmer und genießen bei einem der leckersten Abendessen der Reise den Sonnenuntergang auf der Terrasse. Auch eine größere laute Teenie-Gruppe rüttelt nicht an unserer guten Laune. Wir überholen und ziehen eine ganze Zeit lang das Tempo an. Bis zur ersten Pause am Liquini-Ekuchte-See, wo wir auf viele bekannte Gesichter treffen.
Der Aufstieg hier gerade ist gar nicht unser größtes Problem, sondern die Gruppe, die jetzt hinter uns ist. Das ist eine Gruppe von 11 Personen, oder denen auch das Virus ist. Die hat uns jetzt eine Unterkunft schon komplett ausgebucht. Und das heißt, im nächsten Ort müssen wir wieder spontan irgendwas finden. Aber ja, überall haben wir ja gelesen, die Leute hier sind so nett und gastfreundlich, dass man immer irgendwie unterkommt. Vielleicht hört ihr es schon raus, aber die vielen Reisen haben uns verändert. Wir haben ein Urvertrauen entwickelt. Ein Vertrauen in uns, in die Welt und an die Situation. Egal was auf uns zukommt, es wird schon gut. Wir können die Momente genießen, auch wenn das ein oder andere in der Zukunft nicht geklärt ist. Am Jelenka-Pass mit 2255 Meter erreichen wir nicht nur den höchsten Punkt des regulären Trails. Vor uns haben wir eine atemberaubende Sicht auf das, was uns in den kommenden Tagen erwartet. Außerdem haben wir nun den steilsten Abschnitt des Tages hinter uns. Nachdem wir bis hierhin sehr zügig unterwegs waren, gönnen wir uns die erste große Pause. Ein Moment des Ankommens, des Durchatmens, der Besinnung. Endlich sind wir wieder in den Bergen und können so richtig abschalten. Weg vom Alltag, weg vom Schreibtisch, weg von der Negativität. Wir sind sehr zufrieden mit unserer Entscheidung, hierher zu kommen. Zufrieden mit dem Trail, zufrieden mit den albanischen Alpen, voller Vorfreude auf das, was vor uns liegt. So langsam heißt es aber Abschied nehmen. Wir verlassen vorerst den Kosovo und übertreten die Grenze zu Montenegro. Zumindest machen uns ein paar Schilder darauf aufmerksam. Sonst hätten wir nämlich nichts gemerkt. Wir überschreiten die grüne Grenze ins nächste Land einfach so. Keine Kontrolle. Die Online-Anmeldung nur fürs gute Gewissen. Der Abstieg ins Tal zieht sich etwas, aber ist dennoch wunderschön. Auch wenn wir uns gefühlte 20 Mal verlaufen. In Babinopolie werden wir schon am ersten Haus von Einheimischen angesprochen, ob wir nicht bei ihnen übernachten wollen. Nach einem Bierchen entscheiden wir uns aber, doch noch ein paar Meter weiter zu laufen und bekommen ein Zimmer im echt schnuckeligen Eco-Cartoon Hako. Zusammen mit anderen Peaks of the Balkan Wanderern fühlen wir uns hier richtig wohl. Schauen von der Terrasse den Bauern bei der Arbeit zu und spielen mit den kleinen Bewohnern unserer Unterkunft. Glücklich, wenn auch nicht ganz satt, fallen wir recht früh in unsere Betten. Morgen ist ein langer Tag. Die schöne Landschaft ist das eine, aber auch selbst wenn es jetzt hier moderat hochgeht, die Pumpe ballert. Genau das vergisst man aber, wenn man wieder zu Hause ist. Dann sieht man nur noch die schöne Natur. Bis auf wenige Ausnahmen gestaltet sich der Peaks of the Balkan zumindest für uns als richtiger Genuss-Fernwanderweg.
Sicherlich ab und zu anstrengend, aber die Wege sind gut zu gehen und man kommt einfach voran. Hin und wieder dann Orte wie dieser, die für magische Momente sorgen. Genau das, was wir gerade brauchen. Der Ritzgursee ist abseits der Gipfel vielleicht der schönsten Flecken Erde entlang des gesamten Trails. Zum ersten Mal bereuen wir es etwas, kein Zelt mitgenommen zu haben. Eine Nacht hier zu verbringen wäre wirklich einzigartig gewesen. Aber vielleicht bzw. ganz bestimmt wäre es uns hier auch zu kalt geworden auf knapp 2000 Metern Höhe. Mit der Klettertour über das Geröllfeld haben wir auch für den heutigen Tag die Steigung hinter uns gebracht und nun die Möglichkeit, nach Doberdol Richtung Süden weiterzulaufen. Da wir aber den gesamten Trail wandern wollen, geht es für uns weiter Richtung Nordosten nach Plav. Der restliche Tag ist geprägt von viel Wald und einigen wenigen Aussichten ins Tal Richtung Gosinje. Eine Gegend, in der wir ganz bestimmt nicht zum letzten Mal sein werden. Mit großer Vorfreude auf unsere Dusche erreichen wir nach einem schweißtreibenden Abstieg das Städtchen Plav und wissen beide noch nicht, was uns am nächsten Tag alles erwartet. Plav ist ein kleines Städtchen mit 3.500 Einwohnern im Osten Montenegros. Für uns der perfekte Ort, um in der Zivilisation die Akkus aufzuladen, Proviant für die restliche Reise zu besorgen und für uns zu sein, im gemütlichen Airbnb. Doch am nächsten Tag will die Wanderstimmung nicht so recht aufkommen. Heute war echt so ein Morgen, wo es richtig schwer war, aus dem Bett zu kommen. Und es lag nicht an den Schmerzen in den Füßen, an dem Muskelkater in den Waden oder an unseren verhärteten Schultern. Es war einfach so ein Morgen, wo man nicht aus dem Bett kommt. Kennt jeder, aber für uns heißt es trotzdem weiterlaufen. Vorbei an einer der vielen Baustellen, wieder mal über die Straße hoch auf den Berg. Immer wenn es auf diesem Weg droht, langweilig zu werden, passiert irgendetwas. Wir kommen gar nicht dazu, uns über den Asphalt groß aufzuregen. Kaum beschwert man sich über den Asphalt, schon geht's durch den Busch. Und richtig steil hoch. Sehr abwechslungsreich. Mit unserem kleinen Begleiter kommt, wenn auch verspätet, gute Stimmung auf. Einige Zeit geht es durch den Wald bis zu einer Lichtung, wo wir endlich sehen, wo es heute für uns hingeht. Wir besteigen heute den Hausberg von Plav, den Maya e Borit. Und wir haben mittlerweile ein richtig gutes Tempo drauf, überholen einige andere Wanderer. Na klar, es geht steil hoch, im Rücken eine herrliche Aussicht, aber Lena ist in dem Moment trotzdem noch nicht ganz klar, dass sie diesen Aufstieg wahrscheinlich so schnell nicht vergessen wird. Ich aber besteige den Berg wie in Trance. Mich beschäftigen 1000 Fragen. Könnte das der richtige Berg sein? Der richtige Berg für einen ganz besonderen Moment, unseren Moment. Ich möchte den Maya Borit zu unserem Berg auserwählen. Szenen der vergangenen 3 Jahre schwirren mir durch den Kopf. Aufregung mischt sich zu der Anstrengung der Erklimmung. Lena bekommt von alledem nichts mit. Aber die Antwort auf die Frage des richtigen Moments ist klar.
Seit ziemlich genau 3 Jahren frage ich mich nun schon, wann ist er endlich gekommen? Der richtige Moment. Der richtige Moment, den nächsten Schritt zu gehen. Ja zu sagen zu einer gemeinsamen Zukunft, die unabgesprochen schon lange klar ist. Der richtige Moment, den wir niemals vergessen und uns auf ewig verbinden wird. Sicherlich hatten wir davon schon einige. Der beste davon wäre vielleicht in den Alpen gewesen, auf unserer Reise von München nach Venedig. Doch wir waren beide noch nicht so weit. Wir hatten zu kämpfen mit dem Weg, mit dem Wetter und unseren Körpern. So blieb der magische Moment in den Dolomiten ungenutzt und wir beendeten unsere Alpenüberquerung in Venedig mit dem für alle vermeintlich perfekten Zeitpunkt für einen Heiratsantrag. Nun aber will ich es endlich aussprechen, möchte Lena in unsere Pläne einweihen. Es ist zwar ein paar Tage früher, als ich geplant habe, aber ich möchte nicht mehr länger warten und kann auch nicht mehr warten. Deswegen frage ich dich, Lena, willst du meine Frau werden? Ja. Wir haben jetzt mal provisorisch alles in den Rucksäcken verstaut, was auf jeden Fall gleich wasserdicht sein müsste. Also allen voran meine Kamera. Und jetzt wären wir in 20 Sekunden ready. Noch eine Hülle um die Rucksäcke. Aber ja, wir drücken jetzt mal einfach die Daumen für uns, dass es nicht regnet. Wären wir jetzt da hinten, weiß nicht, ich glaube da hinten kommen wir noch hin, dann stünde es jetzt sehr schlecht um uns. Aber jetzt haben wir noch eventuell Glück, dass es nicht regnet. Mal schauen, ich gucke jetzt, dass wir hier runterkommen vom Berg. Aber es sind ja nur noch 1000 Meter runter. Es donnert jetzt nicht nur links von uns, sondern auch hinter uns. Und es zieht auch in unsere Richtung. Aber noch laufen wir Richtung blauer Himmel. Ich bin ein Optimist. Regel Nummer 1 bei einem Gewitter: sei nicht der höchste Punkt in der Landschaft. Wir sind es gerade hier auf dem Gipfel. Wir sind jetzt echt so schnell wie möglich hier weg. Sollte es hier losgehen, dann ja, gute Nacht. Echt nicht witzig jetzt gerade. Eine Gratwanderung an so einem Tag. Ist nicht das Magenkrummeln von mir, das da hinter uns zu hören ist, sondern da zieht halt echt gleich ein Gewitter auf. Oh fuck. Schade, dass man es nicht so richtig genießen kann. Ihr könnt es genießen. Oh Mann, ist das jetzt unangenehm, wie es sich gerade zuzieht. Immer dunkler wird. Und wir kommen jetzt dann immerhin wieder an die Baumgrenze. Immer noch gefährlich, ja, aber ein bisschen weniger. Die ersten Tropfen sind gefallen. Es zieht jetzt gerade richtig rein. Andere Wanderer gerade getroffen, die machen eine Pause und warten den Sturm ab.
Wir sind jetzt eher proaktiv und laufen mal weiter. Ich hoffe, dass die bessere Entscheidung ist. Keine Ahnung. Ja, okay, war vielleicht die falsche Entscheidung. Wir rennen jetzt. Das sind jetzt echt 3, 4 Blitze. Ja, 2 Kilometer. Da wieder. Achtung. Ja. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Hinter uns sind Menschen. So schnell wie möglich jetzt runterkommen. Im Laufschritt. Fuck. Jetzt pisst es noch. Aber wir sind... Oh, jetzt wieder. Ja. Müsste schon ein paar Kilometer weg sein. Oder? Jetzt haben wir hier Steine. Ich denke, wir sind ein bisschen geschützt jetzt. Oder? Aber jetzt regnet es halt. Oh, look. Sollen wir uns hier irgendwo einkauern? Schatz? Ich weiß es nicht. Oder gehen wir einfach runter? Was für ein Super-GAU. Immer wieder die Sekunden zählen, nachdem es geblitzt hat. Weiß mal, wie weit es weg ist. Scheiße. Oh Mann, volles hagelt. Geht's? Oh. Fuck. Jetzt beginnt das Abenteuer. Pass auf, die Steine sind glatt. Sind wir wirklich an der Baumgrenze, an der richtigen? Weiterlaufen? Keine Ahnung. Schüttet jetzt ohne Ende. Fuck. Jetzt auch direkt über uns. Ja, wir sind jetzt an die unterste Stelle, wo Bäume sind. Und hier setzen wir das jetzt einfach aus. Laut meiner Uhr sind wir auch schon 300 Meter wieder runter. Und die Berge um uns rum, das sind ja alles 2,5er, schätze ich. Also, da sind auch echt einige Blitze eingeschlagen. Manche. Wenn ihr den Film seht, dann haben wir überlebt. Spoiler. Halt einfach. Die Situation hatte man schon 1 oder 2 Mal in München-Venedig. Nur hat man dort nichts gefilmt, weil ja, man will ja einfach überleben. So schnell sind wir noch nicht gelernt. Die Bergrunde, ja, wenn wir heute den ganzen Tag so gelaufen wären. Ja, macht schon Bock. Schon lang. Regen hört jetzt ein bisschen auf. Der Donner nicht. Nach so circa 25 Minuten sind wir jetzt mal weitergelaufen. Ja, es nieselt noch ganz leicht. Und in die Richtung, in die wir jetzt laufen, schon ziemlich hell. Schauen
mal. Was für ein Tag liegt da hinter uns. Das muss erst einmal verarbeitet werden. Das kleine Örtchen Vušanje kommt uns jetzt gerade recht. Denn hier haben wir geplant, einen Pausentag einzulegen. Im Eco-Cartoon Progletje fühlen wir uns richtig wohl und entscheiden uns am nächsten Tag auf die geplante 10 Stunden Wanderung im Grebaja-Tal zu verzichten und den Tag so richtig zu genießen. Eines Tages werden wir sowieso nochmal herkommen und uns dem Tal richtig ausführlich widmen. Ganz ohne Wandern schaffen wir es dann doch nicht und laufen gemütlich zu den Ali Pasha-Quellen. Weiter nach Gusinje, wo wir Burger essen und mal wieder unsere Vorräte auffüllen. Am nächsten Morgen ist außer dem Nebel wieder alles beim Alten. Zugleich fühlt es sich anders an. Wir haben in den letzten Stunden viel geredet. Über unsere Reisen, über uns, über die Zukunft. Haben als Paar den nächsten großen Schritt gemacht. Aber noch sind wir ja ein paar Tage hier auf dem Trail, wo wir kurz nach dem Schlangensee das nächste Land erreichen. Albanien. In den nächsten Abschnitten des Pfades wird es auch deswegen ein bisschen voller. Stau auf dem Wanderweg. Aber die sind uns lieber als LKWs. Oh, schwarze Schaf der Familie. Gibt's in jeder. Hallo ihr. Hopp, hopp. Die 10. Etappe und insbesondere das Hochtal Fusha Erunisches sind absolut nach unserem Geschmack. Die Steigung verteilt auf viele Kilometer, links und rechts von uns so hohe Berge, dass wir kaum ihre Gipfel erkennen können. Das letzte Stück zum Peja-Grat ist dann aber wieder steiler und Gott sei Dank nicht so lange. Schon von weitem kündigt er sich majestätisch an. Der Arapi. Wegen seiner markanten Form wird er auch als das Matterhorn Albaniens bezeichnet und kann tatsächlich relativ leicht bestiegen werden. Da wir jedoch zu spät losgegangen sind, kein Zelt eingepackt haben und auch nicht den Abstieg nach Tef zweimal laufen möchten, lassen wir den Berg zwiegespalten rechts liegen. Der Abstieg nach Tef ist wie im Reiseführer angekündigt länger, als man erwarten könnte. Wir verlaufen uns obligatorisch und je tiefer wir steigen, desto heißer wird es. Tef ist der offizielle Start- und Endpunkt des Peaks of the Balkan. Zumindest laut dem deutschen Reiseführer. Für uns ein Ort mit Licht und viel Schatten. Und das nicht wegen dem herrlichen Bergpanorama. Wir schlafen die erste Nacht im schicksten Hotelzimmer des Trails. Und in der zweiten im mit Abstand schlechtesten auf all unseren bisherigen Reisen. Das Dorf war bei unserer Ankunft leider so stark ausgebucht, dass wir an unserem Pausentag die Unterkunft wechseln müssen. Den Pausentag kann man hier getrost einplanen. Es gibt viel zu sehen. Oder weglassen. Die Art und Weise, wie der Tourismus hier gerade entsteht, ist nicht jedermanns Geschmack. Wir aber hatten eine gute Zeit und sind froh, dass wir früh am nächsten Morgen den Wanderweg wieder ganz für uns alleine haben. Das dachten wir zumindest.
Man weiß, dass man gelaufen ist am Morgen, wenn der Hut tropft in der ersten Stunde. Achtung! Da tropft er. Wie viel kann man eigentlich schwitzen? Haben jetzt original 6 Leute gesagt, dass wir gleich hier oben sind. Wie ging's? Hey, richtig viel los. Bestimmt schon an die 60, 70 Leute entgegengekommen. Thank you. You're welcome. Es muss jetzt für heute Halbzeit sein, weil die Leute, die uns jetzt entgegenkommen, kommen alle von Valbona, unserer nächsten Station. Und sind weit davon entfernt, unseren Rundwanderweg komplett zu laufen oder mehrere Tage am Stück. Der Wanderweg zwischen Teff und Valbona ist mittlerweile weltweit bekannt. Eine relativ leichte Wanderung. Vom Valbona geradeaus liegt nur wenige Minuten vom regulären Pfad ein Aussichtshügel, der eine atemberaubende Rundumsicht auf die umliegenden noch höheren Berge und die beiden Täler von Teff und Valbona bietet. Bis nach Valbona erstreckte sich vor Tausenden von Jahren ein Gletscher, der seinen Ursprung im höchsten Berg Albaniens hat, dem Jeserka. Wir genießen diesen unvergesslichen Moment, bis es uns etwas zu voll auf unserem Hügel wird und brechen dann zügig auf. Es soll bald wieder regnen und gewittern. Gut, dass wir mittlerweile wieder weiter unten sind, denn jetzt hat es wieder angefangen zu regnen. Kamera verstaut, Backpack geschützt. So. Und Höhenmeter haben wir für heute eigentlich auch hinter uns. Ist es nicht eigenartig? Noch vor 3 Jahren wäre bei diesem Wetter die Panik ausgebrochen. Und jetzt genießen wir fast schon diesen Nieselregen. Bietet er doch eine willkommene Abkühlung. Und weiter unten im Tal erscheint auch das herannahende Gewitter nur als kleine Abwechslung zur unbarmherzigen Sonne. Hier kommen uns verräterisch viele Busse entgegen. Die 300 Wanderer, die uns begegnet sind, sind wohl nicht mal von Valbona hergelaufen. Auch das ist wieder der Peaks of the Balkan. Nein, ich rede nicht vom Asphalt, sondern Regen. Und kein Auto überholt uns, das uns mitnehmen könnte. Oh doch, das tun sie. Aber längst haben wir uns damit abgefunden, den Weg komplett durchzugehen. Die letzten 2 Kilometer, wie immer, haben sich jetzt echt noch gezogen. Aber wir sind ein bisschen erschöpft und fertig. Endlich am Gästehaus. Nicht in der Stadt, weil wir einen Tipp bekommen haben, einfach weiterzulaufen. Es hier 2 Gästehäuser gibt. In einem haben wir Platz bekommen. Und freuen uns jetzt über unseren freien Mittag und sind gespannt, ob es noch zu einem Gewitter kommt. Gewitter ist schon drin. Gewitter schon da, ja, hinter dran. Ein bisschen weg. Das ist jetzt echt die letzte Stunde die ganze Zeit heftig gedonnert da hinter uns. Nach dem Unwetter entpuppt sich Kukai als ein wahr gewordener Alpentraum. Natur pur, kein Verkehr, wenige Wanderer und wenig Essen. Am nächsten Morgen stehen wir wieder früh und diesmal sehr hungrig auf. Wir wollen so früh wie möglich in Cerem ankommen, denn hier soll es wieder schwierig sein, eine Unterkunft zu bekommen. Und ja,
Wir haben großen Hunger. Los geht's mit einer Stunde steilem und mühsamem Aufstieg. Was dann kommt, ist der Umweg über Kukai und die zusätzlichen Höhenmeter viel mehr als wert. Wer kennt es nicht? Man denkt, man hat die Steigung des heutigen Tages geschafft. Aber es geht immer weiter hoch. Immer weiter hoch, nicht mehr so steil, aber immer ein bisschen Schritt für Schritt. Aber es will nie aufhören. Man sieht nicht, wann es wieder runter geht. Und es hört nie auf. Irgendwann. Heute ist es Zeit für ein kleines Wiedersehen. Weit am Horizont sehen wir unseren Berg, den Maya Eborit. Nur wenige Meter trennen uns und den Pfad nach Fusanye. Doch jetzt geht's weiter in Richtung Osten. Unsere heutige Wanderung ist eine Variante weg vom normalen Trail. Über den Prospolo-Pit-Pass geht es über den Hauptkamm des Prokletje zurück ins Valbona-Tal nach Cherem. Hier kommen wir bei der jungen Familie Afrimi unter. Sie haben auf ihrem kleinen Hof alles, was sie brauchen und leben doch recht einfach. Die beiden Kinder sind neugierig und ihre Eltern so herzlich, dass wir es bereuen, nicht hier einen Pausentag eingeplant zu haben. Spätestens in Cherem begreifen wir, dass man selbst in der Hochzeit im August immer eine Unterkunft findet. Irgendwie nachdenklich treten wir unsere Weiterreise an. Was machen die Menschen hier wohl im Winter? Wie kommen die Kinder in die Schule? Von was lebten sie vor dem Tourismus? Und warum geht es schon wieder so steil hoch? Auf den ersten Kilometer überholen wir wieder einige Wanderer, unter anderem eine deutsche Reisegruppe. Wir fragen sie, wo sie heute Nacht in Dobadol unterkommen. Sie haben keine Ahnung. Da müssen wir ihren Reiseführer fragen. Auch wenn es jetzt gerade nur durch den Wald geht, in Anführungsstrichen, ist so ein strenger Abschnitt auch mal schön. Einfach ein bisschen die Gedanken schweifen lassen, der Natur zuhorchen, die Ruhe genießen und Lena meditiert innerlich. Es muss nicht immer ein krasser Berg sein. In einer Woche werden wir froh drum, hier in einem schönen Wald zu sein. Die Kralle, Alter.
Frische Milch. Klingelingeling. Ja. Was die Reise noch so gebracht hat? Eine kleine Schwäche für Gurken. Früher nie gegessen. Während unserer gesamten Reise werden wir übrigens immer lecker versorgt. Hier mit Lemonsoda und Kaffee. Und auch auf dem Faden so manche Leckerei. Danny approved. Heute geht's für uns in die Unterkunft in Dobadol, wo alle vermeintlich krank werden. Wir haben alle Maßnahmen schon getroffen. Wir werden dort das Wasser filtern. Es sind eben 2 Nächte dort und ansonsten heißt es nur das Beste hoffen. Für Dobadol wurde uns angeraten, so weit oben wie möglich zu übernachten. Es war ja nicht klar, ob das Wasser verunreinigt ist oder ein Virus rumgeht. Deswegen haben wir uns auch für das Gästehaus Bashkimi entschieden. Es stellt sich irgendwann raus, dass wohl nicht das Wasser schuld ist, sondern das Norovirus dieses Jahr seine Kreise in den Unterkünften zieht. Es ist letzten Endes pures Glück, dass wir gesund bleiben. Oder unsere Zuversicht. Im Bashkimi gönnen wir uns nach der langen Wanderung original Quellwasser gekühlte Softdrinks, genießen die letzten Sonnenstrahlen vor einem Unwetter, das zumindest bis dahin das krasseste ist. Hat sich ja richtig gelohnt, die Sachen zum Trocknen rauszuhängen. Wieder mal sehr zufrieden mit der Entscheidung, kein Zelt mitzunehmen, gehen wir in unser kleines, aber etwas kaltes Schlafzimmer. Dobadol liegt ganz nahe an der Grenze zum Kosovo. Schon nach 1 Stunde und 400 Höhenmeter erreichen wir diese und erspähen unser heutiges Ziel. Wobei wir das nicht so recht glauben können. Der Gjera-Vika, Kosovos höchster Berg, liegt so in weiter Ferne, dass wir es vermeintlich nie an einem Tag hin und wieder zurück nach Dobadol schaffen könnten. Doch dank des sehr gut begehbaren Pfades kommen wir schnell voran und können unseren Pausentag so richtig genießen. Selten haben wir einen solch beeindruckenden Wanderweg erleben dürfen, zu jeder Zeit eine herrliche Sicht. Und was darf an einem perfekten Wandertag nicht fehlen? Natürlich. Baden auf 2300 Metern im Liqueni Ceda. Von hier geht es etwa 20 Minuten steil und wir begreifen endlich, dass wir wirklich auf den höchsten Berg hier weit und breit klettern werden. Na klar, ist der Gjera-Vika einfach zu besteigen. Aber die Erklimmung eines Berges löst solche Glücksgefühle aus, die kaum zu beschreiben sind. Der Lohn am Gipfel ist ein unvergesslicher Moment, ein Gefühl, das süchtig macht. Wir können nie genug davon bekommen. Etwas wehmütig verlassen wir das Gästehaus Bashkimi. Heute ist auch tatsächlich bereits unsere letzte lange, richtige Etappe.
Schnell konzentrieren wir uns aber wieder auf unseren Weg. Der geht mal wieder, wie hätte es auch anders sein sollen, erstmal richtig steil. Etwas westlicher als am Vortag erreichen wir nach einer Stunde wieder den Grenzkamm. Hoch oben auf 2400 Meter befindet sich der Treku Firi, der Dreiländergipfel. Ein Grenzstein trennt unsere 3 Reiseländer: Kosovo, Montenegro und Albanien. Für uns geht es heute zurück in den Kosovo. Der Weg bis zum Roškodoli-Pass führt uns weit über einen Kamm und lässt uns dank der Sicht Richtung Babino Polje bereits in Erinnerungen schwelgen. Wir sehen in der Ferne unseren Trail von vor ein paar Tagen. Seltsam und schön zugleich, wieder da anzukommen, wo wir gestartet sind. Was hatten wir für eine tolle Zeit! Kaum sind wir wieder im Kosovo, Ist es wieder menschenleer. Wir haben hier das ganze Tal vor uns. Keine Menschenseele. Echt schade, dass Kosovo ein bisschen schlecht geredet wird, weil gerade die Etappe hier ist eine der schönsten des ganzen Trails, würde ich jetzt sagen. Und nicht, weil es leer ist, sondern einfach, weil es schön ist. Ja. Vor allem ruhig. Der Weg vom Roškodoli-Pass bis Roškodol ist mal mehr und mal weniger ausgetreten. Wir laufen permanent ein paar hundert Metern neben der vorgegebenen GPS-Route von unserem Rota Wanderführer. Als würden sie sich vor unserer baldigen Ankunft verneigen, springen tausende Heuschrecken über unsere Wanderschuhe. Was auch wieder sinnbildlich für die Gastfreundlichkeit der Kosovo-Albaner steht: Die ersten Menschen, die wir im Tal treffen, sind deutsche Urlauber und sehr an uns und unserer Wanderung interessiert. Wir bekommen Wassermelone zur Stärkung und ein kleines Heimatgefühl geschenkt. Und der 4. und letzte kleine Begleiter unserer Wanderung. In Milišev begegnen wir abends mal wieder einem alten Bekannten. Ein Gewitter zieht auf. Das stärkste, längste und angsteinflößendste unserer Reise. Voller Vertrauen in die kosovarische Baukunst legen wir uns mit einem flauen Gefühl in unser gemütliches Bett. Der letzte Wandertag, der letzte Anstieg. Hinweg über viele schwarze Einschlaglöcher der zahlreichen Blitze aus der vergangenen Nacht geht es über das Lumpadit-Gebirge zurück zur Rugova-Schlucht. Von seiner besten Seite zeigt er sich am letzten Tag, dachten wir zumindest. Denn nach dem See Push i Margarewe können wir die Aussicht auf den Heiler und die Rugova-Schlucht nur kurz genießen. Wie soll ich da durchkommen? Müssen wir umkehren. Nochmal 2 Wochen.
Auf dem letzten Stück jetzt, noch auf der letzten 3 Kilometer. Eigentlich der schlimmste Waldabschnitt. Es ist nass, es ist rutschig, es ist zugewachsen. Wahrscheinlich auch von letzter Nacht ein paar Bäume umgefallen. Man kommt kaum durch. Mich hat es gerade noch hingelegt. Lena ist frisch geduscht. Batschnass immer. Der Peaks of the Balkan möchte uns so langsam verabschieden. Jetzt haben wir es dann gleich wirklich geschafft. Ich freue mich aufs Mittagessen im Rugova Camp. Ich freue mich aufs Hotel. Ich freue mich aufs Ausschlafen morgen. Ich freue mich auf gewaschene Wäsche. Ich freue mich darauf, morgen nicht 20 Kilometer wandern zu müssen. Ich freue mich darauf, nicht vor 10 Uhr schon viel zu viel geschwitzt zu haben. Geschafft. So wie wir hergekommen sind, hoffen wir auch wieder zurückzukommen, also per Anhalter. Weil es wären jetzt glaube ich noch 7, 8 Kilometer bis nach Peja auf Asphalt in der Hitze. Auch wenn die Schlucht hier das schönste Touristenziel irgendwie überhaupt im Land ist. Wir wollen nicht mehr. Jetzt muss nur noch ein Auto irgendwie mal kommen. Das kam dann auch recht schnell. So schnell, dass wir uns kaum von unserem vierbeinigen Freund verabschieden konnten. Kulturschock hier zu sein. So viel los. Zivilisation. So viele Autos. Ja. Aber eines bleibt gleich. Das Wetter am Nachmittag. Als es am Abend dann doch wieder ein bisschen aufklärt, gönnen wir uns unsere obligatorische Ankunftspizza und steigen am nächsten Morgen in den Bus Richtung Hauptstadt. Wir haben uns nicht so viel versprochen von dieser Stadt. Es gibt vermeintlich wenig zu sehen und die Stadt befindet sich gewissermaßen noch im Aufbau. Ist ja schon ganz süß hier in Pristina. Man steht keine 10 Sekunden vermeintlich hilflos an einer Straßenecke. Kommt jemand und fragt uns, sobald er erkennt, wir sind Deutsche, kann man euch helfen? Verrückt. Und die sind hier überhaupt noch nicht irgendwie gewohnt, dass jemand ohne Heimathintergründe hier Urlaub macht. Aber die Leute freut es, wenn sie das hören. Und wollen dann noch ihr Röckelchen Deutsch mit uns austauschen. Der Straßenverkehr trägt seinen Teil dazu, dass wir uns heimisch fühlen. Wirklich fast jedes Auto ist ein deutsches Fabrikat. Viele Firmenautos haben sogar noch die ursprünglichen deutschen Firmenlogos verklebt. Auch kulinarisch gibt es den einen oder anderen Gruß aus der Heimat. Doch insgesamt überwiegt hier natürlich noch der Eindruck der jüngeren Geschichte des Landes. In den letzten 20 Jahren hat man es aber mit viel Anpacken geschafft, dass es wieder bergauf geht. Und mit der Kartierung des Peaks of the Balkans und den albanischen Alpen kommen seit Jahren auch endlich Touristen ins Land. In Pristina überrascht uns, dass hier sehr viele junge heiratswillige Menschen leben und Christen und Muslime friedlich und ohne Vorurteile zusammenleben. An jeder Ecke kann man noch Eindrücke vom Kosovo-Krieg erkennen. Die Mutter-Teresa-Kathedrale ist eine der wenigen Sehenswürdigkeiten Pristinas und bietet einem vom Glockenturm eine gute Übersicht über die Stadt. Über die Herkunft der Heiligen streiten sich übrigens noch Albanien, Mazedonien und Kosovo. Die Antwort ergibt sich vielleicht aus folgendem Zitat der Heiligen, nach der auch eine beliebte Flaniermeile benannt ist. Vom Blut her bin ich Albanerin, von der Staatsangehörigkeit Inderin, nach dem Glauben Katholikin und ich gehöre der ganzen Welt. Mit auf die Anschauliste kommt noch das ein oder andere Museum.
Kosovo ist übrigens nicht von jedem Staat als eigenständiges Land akzeptiert. Die aktuelle Lösung wird auch nur als Übergang gesehen. Seit dem Krieg Ende der 90er ist es das Wichtigste, den Frieden hier zu wahren. Schwierig angesichts der vielen schwelenden Probleme in der Region und im Balkan allgemein. Nach einem kurzen Abstecher zur Nationalbibliothek, die den zweifelhaften Titel des hässlichsten Gebäudes der Welt innehat, mischen wir uns einfach noch unter die Leute. Gehen über einen Bazar, wo es neben Zigaretten allerlei Gemüse, Käse und Kräuter gibt. Und noch vieles mehr, was man braucht oder eben nicht. Am Abend gibt es standesgemäß ein Konzert und Feuerwerk zum Abschied. Still remember when you walked into the room. Think I knew right then that it was always you. Something in your eyes, it was all so true. Every step I took, they all led to you. We were young and running free. We were never meant to be, but I could not see you go. 'Cause of you, don't wanna waste another minute without you. And I will love you in the dark. And if you ever fall out, please don't leave me out. 'Cause I will love you till I'm gone. If you just hold on. If you just hold on. Don't think I could ever love the way you do. I'll try to make it up if you need me to. Something in your smile, I've never been so sure that all I ever wanted was to give you more. 'Cause if it all were up to me, we would always stay this free, and I would never let you go. 'Cause of you, don't wanna waste another minute without you. I will love you in the dark, and if you ever fall out, please don't leave me out. 'Cause I will love you till I'm gone. If you just hold on, say it ain't so. Say you won't go. I will love you in the dark. I will never let it go. Say it ain't so. Say you won't go. I will love you in the dark. 'Cause of you, don't wanna waste another minute without you. I will love you in the dark, and if you ever fall out, please don't leave me out. 'Cause I will love you till I'm gone. If you just hold on.